Was machst du, wenn du Konten in der Schweiz hast oder in Liechtenstein und die Banken sagen dir, sie werden dir die Konten kündigen, wenn du auswanderst? Mit dieser spannenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Viola hat uns geschrieben und sie hat uns gebeten, ein Video zu folgendem Thema zu machen. Ich lese einmal kurz ihre Anfrage vor. Ich lebe derzeit noch in Deutschland und habe Vermögenswerte auf Konten in der Schweiz bei der ZKW und in Liechtenstein bei der LLB, Liechtensteinische Landesbank. Beide Banken haben mir bestätigt, dass bei einem Wegzug aus Deutschland, selbst bei einer Auswanderung innerhalb der EU, zum Beispiel nach Ungarn, die Konten entweder sofort gekündigt werden bei der ZKW oder nur bei einem sehr hohen Mindestvermögen, zum Beispiel 1 Million Euro, weitergeführt werden können bei der LLB. Und dennoch abhängig vom Land, in das man auswandert. Mein Anliegen: Ich suche nach einem realistischen Plan B für konservative Auswanderer mit solider Vermögensbasis, aber ohne siebenstellige Beträge, die ihr Geld nicht in eventuell unsicheren Drittstaaten, Paraguay, Georgien, Panama parken wollen, zumindest nicht in größeren Beträgen. Ein Konto in Dubai habe ich vor 3 Wochen eröffnet. Ich weiß nicht, ob es hier auch ein Problem geben könnte, vermutlich weniger als in der Schweiz oder Liechtenstein. Die Kontoeröffnung in den USA hatte ich mir in eurem Video angeschaut, ist aber ziemlich aufwendig und langwierig. So, zunächst mal, liebe Viola, vielen Dank für deine Zuschrift. Das ist ein sehr interessantes Thema, was viele betrifft. Deswegen machen wir natürlich gerne ein Video dazu. Und ich möchte gleichzeitig auch alle anderen ermutigen, bitte schick uns deine Zuschriften, wenn du ein interessantes Thema hast und du möchtest, dass wir dazu ein Video machen. Auf unserer Webseite Perspektive Ausland kannst du uns eine E-Mail schicken oder es gibt auch ein Formular, da kannst du einen Gast oder ein Thema vorschlagen. Wir freuen uns sehr über jede Zuschrift. Wir können natürlich nicht über jede Zuschrift ein Video machen, aber wenn es so ein spannendes Thema ist, was so viele betrifft, wie jetzt das hier von Viola, dann tun wir das natürlich gerne. Also danke, Viola. Und wie gesagt, hier nochmal eine Aufforderung, eine Bitte an all jene, die auch interessante Ideen haben. Lasst sie uns wissen. Perspektiveausland.com, dort geht in die Fußzeile. Dort findet ihr eine E-Mail-Adresse oder eben auch ein Formular, um einen Gast oder ein Thema vorzuschlagen. Nun aber zu deiner Frage, Viola. Tatsächlich ist das ein vielfach unterschätztes Problem. Ich finde sehr gut, dass du im Vorfeld schon deine Banken angefragt hast. Das kann ich jedem nur unbedingt empfehlen. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Fälle wir haben von Mandanten, die einfach blauäugig nach, sagen wir mal, Paraguay oder Nordzypern auswandern, dann bei der Bank anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, by the way, ich wohne jetzt in Paraguay oder in Nordzypern, um dann feststellen zu müssen, innerhalb weniger Tage ist das Konto geschlossen oder wenigstens gesperrt. Also extrem wichtig, dass du dich hier im Vorfeld damit auseinandersetzt. Was steht nun hinter diesen Aussagen der LLB und auch hinter den Aussagen der Zürcher Kantonalbank? Also hier gibt es verschiedene Aspekte, die man hier beachten muss. Zunächst mal gibt es verschiedene schwarze Listen und graue Listen, zum Beispiel die graue und schwarze Liste der EU. Da geht es um Steuerhinterziehung. Da ist zum Beispiel Panama auf der schwarzen Liste. Dann gibt es die schwarze und die graue Liste der FATF. Die FATF ist die Financial Action Task Force. Hier geht es um Themen wie Geldwäscherei und sowas. Da sind nur sehr wenige Länder auf der schwarzen Liste, also zum Beispiel Iran, aber auf der grauen Liste sind schon mehr Länder wie zum Beispiel Bulgarien oder auch Monaco. Früher waren auch andere Länder auf der grauen Liste, wie zum Beispiel Dubai oder auch einmal Malta vor einigen Jahren. Bist du auf einem dieser Listen, dann läuten hier die Alarmglocken bei den Banken, weil das bedeutet im Grunde für die Banken erhöhte Compliance und damit auch erhöhte Kosten. Das heißt, da wollen die Banken dann nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Aber jetzt hast du ja selbst gesagt, in deinem Beispiel ging es um Ungarn. Du hast da wegen Ungarn angefragt und da steckt meistens was anderes dahinter. Ganz besonders bei den Banken in der Schweiz und in Liechtenstein. Hier ist es so, dass man am liebsten zusammenarbeitet mit Kunden aus der direkten Nachbarschaft. Also das heißt in Ländern wie Deutschland, in Ländern wie Frankreich oder auch Italien und Österreich. Deswegen hat eben zum Beispiel die ZKB die interne Policy, dass sie sagt, wenn du ein Konto haben willst und du wohnst nicht in einem Anrainerstaat zur Schweiz, wie zum Beispiel Ungarn, dann kannst du das Konto nur behalten, wenn du jede Menge Geld einzahlst oder aber wir machen das Konto sofort zu. Das liegt einfach daran, weil diese Banken so viele Kunden haben, dass sie sich die Kunden aussuchen können. Und die Erfahrung ist eben einfach schlicht und ergreifend, die viele Banken intern gemacht haben,
dass es in bestimmten Ländern ein erhöhtes Compliance-Risiko gibt. Und dazu gehört möglicherweise Ungarn hier dazu. Das heißt, man sucht sich bewusst nur die Länder aus, wo das Compliance-Risiko am geringsten ist. Und dazu zählen sicherlich Deutschland, Österreich und natürlich auch Frankreich. Das kann jede Bank frei entscheiden. Das hat also nichts mit gesetzlichen Bestimmungen zu tun, sondern das sind die internen Regeln der Bank. Wie gesagt, die Banken können sich ja hier vor dem Zustrom an Kunden nicht retten und deswegen sind sie ja tatsächlich sehr streng, was diese Kriterien anbelangt. Sie sagen einfach, wir wollen nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du zum Beispiel in Ungarn lebst, oder wir wollen nur dann zusammenarbeiten, wenn es sich richtig lohnt. Das heißt, wenn du richtig viel Geld hier bei uns parkst. So, es ist sehr interessant, Viola, dass du das sagst, dass du dein Geld nicht in Georgien etc. parken möchtest oder auch Serbien, Paraguay und so weiter und so fort. Das ist eine Erfahrung, die natürlich viele Mandanten machen. Ich habe überhaupt nichts gegen Georgien oder Serbien. Ich meine, das sind Länder, da gehen wir sehr gerne hin mit Mandanten. Wir machen da regelmäßig Reisen hin. Da kann man sehr schnell ein Konto eröffnen, gerade in Georgien. Aber man muss ganz ehrlich sein, ich meine, selbst die Mandanten, die dort ein Konto eröffnen für einen Plan B, haben jetzt nicht vor, dort die ganz großen Beträge zu parken, ja, sondern man hat da vielleicht ein bisschen Spielgeld auf dem Konto, sage ich jetzt mal. Aber man ist da schon vorsichtig, natürlich jetzt hier das ganz große Geld hinzuschieben. Deswegen, Viola, was du sagst, das kann ich voll nachvollziehen. Hier meine Empfehlung an dich. Also, ich würde an deiner Stelle verschiedene Schweizer Banken anschreiben. Schreib zum Beispiel mal die kleineren Kantonalbanken an. Die ZKB ist ja mit Abstand die größte Kantonalbank und nach der Credit Suisse Pleite sind extrem viele Kunden gewechselt zur ZKB. Das heißt, sie hatten einen extrem großen Zufluss von Kapital und können sich hier vor Kunden nicht mehr retten. Aber das ist bei vielen kleineren Kantonalbanken zum Beispiel nicht so. Schau dir mal die Basler Kantonalbank an, Thurgauer Kantonalbank zum Beispiel, und schau mal, wie die diese Angelegenheit regeln würden, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Ich kann mir vorstellen, dass du dort nicht unbedingt ein Problem haben wirst. Ich würde dir auch empfehlen, einmal die neueren Banken zu prüfen. Zum Beispiel Swissquote ist jetzt ja auch schon eine Bank und ein Online-Broker, die gibt es schon ziemlich lange, also schon seit 20 Jahren würde ich ungefähr sagen, nicht mehr so neu, aber ist eben internetbasiert, hat aber auch eine volle Schweizer Banklizenz. Ich könnte mir vorstellen, dass die dich akzeptieren. Wie gesagt, du kannst da nicht nur ein Depot haben, sondern auch ein vollwertiges Konto. Das sollte funktionieren. Auch bei den Liechtensteiner Banken ist es gleich. Also wir haben zum Beispiel mit Sicherheit Mandanten, die sind bei der LGT. Das ist also die Fürstenbank. Diese Kunden wohnen zum Beispiel in Malta. Ich kann mich erinnern, dass Sie ungefähr 500.000 hier bei der LGT einzahlen mussten, um hier dieses Konto zu bekommen. Dann gibt es auch noch die U-Bank. Das ist eine Online-Bank, aber auch da muss man aufpassen. Da steht schon ganz klar auf der Webseite drauf, dass man viele Länder hier nicht haben will. Mein Ratschlag an dich, Viola, schau dir einfach weitere Schweizer Banken an. Ich denke nicht, dass das die ZKB gesagt hat, hier für alle Banken zutrifft. In Liechtenstein sehe ich es ganz genauso. Was wären jetzt weitere Länder, wo du hier Konten eröffnen kannst? Also grundsätzlich natürlich Singapur halte ich für sehr interessant. Singapur kannst du davon ausgehen, dass eine Einlage von ungefähr 150.000 Euro hier notwendig sein wird. Du wirst in der Regel nach Singapur einreisen müssen, um hier entsprechend das Konto zu eröffnen. Das ist bei fast allen Banken in Singapur so, außer bei einer der großen Banken. Der Singapur-Dollar ist extrem sicher. Singapur ist extrem sicher. Also da denke ich nicht, dass du dich hier um deine Sicherheit sorgen musst. Da kannst du natürlich auch Fremdwährungskonten haben. Du musst deswegen nicht alles in Singapur-Dollar anlegen. Eine weitere Möglichkeit zum Beispiel wären die britischen Banken auf den Kanalinseln beziehungsweise auf der Isle of Man. Also ich rede jetzt von HSBC, Barclays, Bank Santander und zum Beispiel auch die Lloyds Bank. Hier hast du den Vorteil, dass keine großen Einlagen notwendig sind. In der Regel hast du 3 Währungen, Pfund, Dollar und Euro, in denen du die Konten führen kannst. Die Gebühren sind auch sehr viel geringer als jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz. Also das würde ich durchaus auch als eine Möglichkeit sehen. Das sind jetzt hier beides Lösungen außerhalb der EU. Hier bist du also nicht dem EU-Risiko ausgesetzt. Natürlich, wenn du dein Geld in Euro hier anlegst, dann hast du immer ein gewisses EU-Risiko. Aber dennoch handelt es sich natürlich um Bankenstandorte außerhalb der EU. Ich würde dir raten, Viola, prüf das einmal ab und natürlich prüfe auch die anderen Schweizer Banken, die ich dir genannt habe. Ich denke eigentlich, dass du hier gerade bei einem Umzug innerhalb der EU, auch wenn es Ungarn ist, Erfolg haben wirst. Wir haben viele Mandanten, die auch in andere EU-Länder umgezogen sind, wo das dann mit dem Konto in der Schweiz möglich war, unter den genannten Bedingungen. Aber extrem wichtig, mach es wie Viola, frag bei den Banken im Vorfeld nach. Ja,
lass dich hier nicht überraschen und geh auch nicht automatisch davon aus, dass es funktioniert. Du hast jetzt ja ihr Beispiel hier gehört. Sie will möglicherweise nur nach Ungarn auswandern, also einfach ein EU-Land. Ja, nichts Besonderes könnte man eigentlich sagen, wenn wir jetzt hier über Compliance reden. Also es ist wichtig, dass man sich hier im Vorfeld mit beschäftigt, dass man das langfristig plant. In der Tat gibt es sogar Mandanten, die sich hier entscheiden, in ein bestimmtes Land nicht auszuwandern, allein wegen der Bank. So, Viola, ich hoffe, wir konnten dir mit diesem kurzen Video helfen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Lass uns gerne wissen, wie es dir ergangen ist. Und nochmal hier eine Aufforderung an alle, wenn auch ihr so ein spannendes Thema habt, über das wir mal ein Video machen sollen, dann freue ich mich auf eure Zuschriften. Wenn ihr jetzt auch realisiert, dass ihr zu diesem Thema Beratung braucht, dann würde ich mich natürlich auch freuen, mit euch ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Konten im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen und Pipapo. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.